Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Berseria. Im letzten Part, ja, haben wir so ein bisschen mitbekommen, was bei dem Abteis so alles passiert. Oscar wurde mit einem experimentellen Art anvertraut und ist jetzt anscheinend auf der Jagd nach uns. Velvet ist währenddessen, ja, ohnmächtig geworden auf dem Schiff. Für ganze 3 Tage. Irgendwas beschäftigt sie auf jeden Fall. Und ich denke, das hat auch vor allen Dingen mit Abal zu tun, wo wir erst vor kurzem waren. Wir werden noch also einiges erfahren. Aber erstmal befragen wir ein bisschen die Leute, was hier los ist. I noticed that too. Do you think something happened? The Bloodwings said the Abbey's been quiet everywhere. Apparently some bad demons and a cursed pirate crew have been giving them trouble, and they can't spare the men to patrol the outer seas. That's Ifreed's pirates for ya. Always gathering information and keeping on their guard. A cursed pirate crew? Isn't that us? If the info's sound, we've really made a name for ourselves. Abbey ships run and hide when they see us coming. Reason dictates that we avoid hopeless fights. Ooh, Shepherd Artorias, you're my hero! If only our enemies were truly that dumb. Sadly, the world isn't that forgiving. We can't drop our guard. Aye. I've contacted some fishermen friends of mine. They'll let us know if they notice anything fishy. We've got the first mate's curse to deal with. We can never be too careful. Yeah, with that Reaper's curse hanging over us, we don't have room to relax. Well, at least they're not too bothered by it. Na dann. So, auf jeden Fall. Wir haben mitbekommen, dass die beiden Hunde, die wir mitgenommen haben, dass sie Kamana schon ans Herz geschossen haben. In der Zwischenzeit hat unsere liebe Grimoire schon mal angefangen, das Buch zu entziffern. So, und wir fangen auf jeden Fall noch kurz diesen Skit an und dann machen wir uns auf den Weg zu Grimoire. I'll have some stuffed giant squid, or prison crab dumplings, or sea snake bowl. It's your first meal in 3 days, right? Better stick with something mild or you'll be sorry. How about a risotto or vegetable rice soup? That could be nice. I could go for some borscht or shark fin and egg soup. For dessert, I'll have a sweet bean and jelly fruit cup, a giant parfait, and a triple berry cake. All das? Zip it, Magilu. Oh well, I'm getting full just thinking about it. I think I'd like some rice porridge with a pickled plum and baby sardines on top. Ooh, an austere choice. And an apple. In that case, you should have some apple boo. Apple boo? What on earth is that? It's just grated apples. But when my brother wasn't feeling well, I often fed it to him. I think I'd like to try some. If you insist, I'll make some for you. At least it's something I can make without needing to taste it. Okay, I insist. Okay. If you're already making some, I'd like... Zip it, Magilu. Ha, hast du eine Gruppendynamik. So. Schauen wir uns mal an, wie es denn jetzt weitergeht. Wo ist unser letzter Ferien? Fee, I need you to find us our next Earth Pulse point. I found one, but it's really, really far. Way up in the northeast. If it's that far out, it has to be an Engand. Engand is a collection of small islands. There's a comparatively bigger one called Lionel Island, but that's the exception. Yeah, I think the Earth Pulse point's probably out there. Engand, huh? Those waters are haunted by ghost ships, you know. Geisterschiffe? Ghost ships? Yep. Legend has it they snatch up wrongdoers who bear lingering regrets. Bestimmt wieder nur and whisk them eine away to that an den eternal Haaren void. gezogene Geschichte. That doesn't sound promising. Currents from all over the world converge in Engand's waters, so a lot of shipwrecks from distant seas end up there as their final resting place. Uh-huh. Ah, so that's where the stories of ghost ships come from. Boo. You guys have no imagination. I'd rather they stay imaginary myself. We should still be careful. We'll be fine. Ghost ship, exorcist, whatever comes along. We'll be the ones to administer their last rites. Wir haben ja nach wie vor so ein bisschen die Befürchtung, dass wir auf Oscar treffen werden. Just one Therian to go. When I escaped,
Ceres told me that Artorias could still be killed. That means she must have known everything. That Enominat is incomplete. How Therians work. But why did she betray Artorias? Why did she give me her strength? I know that try as you might, some fires can never fully be extinguished. But what made you go so far as to feed yourself to me? Tell me, why did you do it, sis? Ugh, what am I saying? Ceres was a Moloch. Just a Moloch. Just focus on what has to be done. Once the Therians are all together, I can end this. That's all that matters. That's all I need to think about. Also sie hat im Laufe der Zeit doch rausgefunden, dass es ihre Schwester ist. Aber gut, wir haben das ja auch schon ein bisschen mitbekommen. Tja. Hey, ich möchte mit Bienfu sprechen. Hey. Nein, nicht mit dir. Nein. Klein Bienfu. Ah. Okay. Hat sehr viel Wichtiges zu sagen gehabt. So, gleich wieder da. Oh, mein Typ war kurz mal verlangt an der Tür. Jetzt kann es aber weitergehen. So, das heißt, wir machen uns jetzt mal auf den Weg nach Endgant. Irgendwie sind die interessant benannt. Ostgant, Westgant, Nordgant, Midgant. Also irgendwie alle ein bisschen... Kennt ihr da ein Muster? Ah. Come on, it's fine. No, it's not. You have to do it right. You're so mean. If you keep telling me what to do, I'll hate you. Oho. Fine, hate me then. So long as you do what I say. Fine. I love you, Medusa, and you don't even care. What's going on here? Eleanor, Medusa's being mean. She keeps telling me to dry my hair after my bath, but I don't wanna. What? Is that all you're arguing about? This is important. Just because she's a Therian Oh, mit dieser doesn't mal mean als she can't catch Skizz a cold. zu sehen. Schön. I won't catch a cold. I swear. I don't want to take Mom's yucky, awful medicine, so I'm not gonna get sick. If you insist on being so stubborn, we can do this the hard way. There's no need Oho. for everyone to get so worked up. Her hair's pretty much dry already, right? Yeah, what she said. I'm spoiling her, Yep. aren't I? Seriously. Look, we don't even know what would happen if a Therian catches a cold, let alone how to treat it. That's true. But look, I get it. I know you feel responsible for her. You mean what happened to her mother? Yeah, Laphicet told me about it. My, look who's a little tattletale. I'm sorry, but I thought Medusa should know, just in case. It's fine, I suppose. I should have told her myself. Well, at least I understand everything now. It's all too tragic for words. Yes. And the knowledge would not be something that a young child could possibly bear. I'm not planning on telling her. That's probably your only option. But do you really think you can keep lying to her forever? Irgendwann wird sie es erfahren müssen. For her own sake. For her, huh? All right, I'll go with you on this. You two are going through an awful lot of trouble for a selfish kid. All kids are selfish. They're selfish. But that's what their families and their mothers should be there for. Don't you have any memories like that yourself? Sorry, but I'd rather just keep them to myself. Pish and piffle. Everybody and their issues, am I right? Naja, so ist das. So, machen wir uns auf den Weg. Bin mal gespannt, was Endgant für ein Ort ist. So, und wo müssen wir hin? Ah, direkt an Lionel. Sieht ein bisschen wie am Arsch der Welt aus, aber schauen wir mal. Warum reisen wir dafür nicht einfach auf
in Richtung Westen und dann kommen wir innerhalb von wenigen Tagen dort an. Ich meine, ist die Welt eine Scheibe? Ist die Welt eine Scheibe? We're coming up on Lionel Fuck. Island. So much for the ghost ships. Should we expect another welcome party waiting for us again? No. I had the Bloodwings spread a rumor that we were raiding an abbey compound far, far from here. As far as plans go, that's better than nothing. All this cloak and dagger. Give me a good old frontal assault any day. First mate, sir. There's a ship drifting ahead of us. A ghost Okay. ship? It's an abbey ship. Their flag. It's a distress signal. Understood. Commence approach. Are you actually going to help an enemy ship? A ship signaling distress has neither allies nor enemies. That's a code all seafarers abide by. It's an obvious trap. Not even pirates would use a distress signal for a surprise attack. Of course, after we rescue a ship, we still strip them of everything they've got. Anyway, if it's a trap, we'll kill everyone on board. Simple. A waste of time if you ask me. Okay, dann probieren wir das halt mal. Jo, was geht ab? Okay, tote Exorzisten. Nicht gut. Oh, außer einer. Is this the Corsair Scourge? Benwick, do we still have any Salatoma left? Yes, sir. If this is their full crew, we should have enough on board to treat them. Now that you mention it, don't abbey ships usually have a bigger crew? These were all who were aboard when I hijacked the ship and made them set sail. Teresa! Die ist I hier? was being reckless, but I never expected we'd run afoul of the Corsair Scourge. But you know, I'm glad we did, since it brought me to you. You seriously plan to fight in that condition? No. I know you've won this one. Use me as you will. Use you? Don't bother asking. It's a trap. Lionel Island is where you'll find Dees. Hetherian. My brother Oscar is guarding over it. We can handle him just fine. You should know that Oscar's acquired a powerful new art. Its formula developed by Lord Melchior. The art heightens a Malak's power far beyond its normal limits. The effect is incredible. Normal arts don't even compare. Even were you to win, you wouldn't come away unscathed. Why are you telling us this? The art is still untested and imperfect. There's no guarantee its caster will survive the effects. I don't want anything to happen to Oscar. If I'm your hostage, Oscar won't move against you. This will afford you a window to snatch the Therian and make your escape. You're willing to betray the Abbey? There's nothing in this world that could ever replace Oscar. Die steckt in den gleichen Schuhen wie Velvet. I know you can't trust me, so don't give me your medicine. I'll place my life in your hands. Just save Oscar. Lady Teresa! If true, this information will be of use to us. For now, let's bring her aboard and give her the medicine. Interessant. So könnten wir vermeiden, dass jemand zu Schaden kommt. So, you're going to believe her story? An art that boosts a Malak's power far beyond its normal limits. Sounds like we might be in for a real fight. And she said that Melchior developed it too. Maybe this explains why he was so intent on acquiring that Siegfried relic. If this is all true, a frontal assault might not be the best idea. But why do you think Teresa is willing to go so far to protect Oscar?
Oscar is the second son of the Dragonia family, aristocrats with ancestral ties to the Asgard royal lineage. From what I understand, he was sent to the Abbey in the hopes of strengthening his family's ties to the group. For the good of the bloodline. Happens all the time. Teresa followed him to the Abbey, where she's been his constant savior, even if she's kept it from him. So she's another noble too. Could have had an easy life if she just kept in her place. No, Teresa was conceived, outside of formal matrimony, and her mother was not of what you'd call high standing. It happens more Verstehe. often than you might think. My mother died, and my father's wife never cared for me. So I merely served the Dragonia family as a maid. Those were dark, lonely times for me. But Oscar was the only one who called me his sister, and embraced me as family. Does a sister need any other reason to want to save her brother? So you're back on your feet. My sincere thanks for the medicine. I can't use you as a hostage if you're dead. Where's the Therian? Ahead through the Baird Marsh are the ruins of an ancient kingdom. There Okay. you'll find the Earth Pulse Point, along with Oscar. What happened to number 1? Lord Artorius took number 1 away from me. As it stands, I'm without the powers of an exorcist. As such, whether I live or die is for you people to decide. Once Oscar is safe, you can do whatever you like to me. We'll do as you wish. All of it. So sieht's wohl aus. I know you know this, Fee, but don't let your guard down for 1 second. I won't. Ja, schauen wir uns mal ein bisschen um. Und stocken unsere Vorräte auf. Und natürlich auch unsere Waffen und Pipapo. Alles, was dazu gehört. Ah, der gehört zum Orden. Sehr gut. Sehr schön. Bisschen Kohle für zwischendurch. Hallöchen, Leute. I'll send a Sylph J if anything comes up here. Have a safe trip. Thanks. Still, why would the Abbey build anything all the way out here? Teresa, what do you know? This island may be uninhabited now, but judging from the ruins, we can tell that civilization has flourished and fallen here many times. This island lies at a focal point of air and sea currents, as well as the flow of the Earth Pulse. That means that malevolence gathers here too. Is that why civilization has risen and fallen here before? It is. Mhm. Furthermore, the malevolence of those long-dead people still lingers here, lost and unfading. Even Okay. after so long? The more they prospered, the greater the loss of life. Normally, this sort of thing could not be ignored. The malevolence here should have been dealt with in haste. But because the Abbey is scheming to resurrect Innominat, there's no way they'd want to waste such a bounty. Bursting with malevolent juiciness, and no meddlesome people around to cause trouble. There couldn't be a more perfect spot. If there's one place they'd put a Therian, it's here. Das heißt, dadurch, dass auch Teresa hier ist, haben wir unsere schöne Bestätigung, dass hier auch tatsächlich irgendwas ist. So, nehmen wir mal alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist, genauso wie die Truhe hier. Und stocken unsere Vorräte auf und ziehen dann langsam mal sicher zum Ferien. This is an Abbey encampment. No one's stationed here now, but it's well maintained. From what I could gather, it will be approximately 10 days before the next patrol stops by. That's more than enough time to find the Therian and get it off the Earth Pulse. We can rest here too. No need to rush things. We'll find the Therian, but let's do it right. Okay. So, Vorräte aufstocken. Dann gucken wir mal. Wir haben Tränke des Lebens mehr als genug. Wir haben erstmal genug Gels, würde ich mal sagen. Aber wie sieht es mit unseren Vorräten aus? Oh, Spinat. Wir brauchen mehr Spinat. Warte. Ist aber ein bisschen teuer, also gehe ich ein bisschen runter. Irgendwas komplett Neues, was komplett Unbekanntes? Nein. Eher nicht. Dann kaufen wir noch ein bisschen von dem Pfirsichgelee und lassen es gut sein. Gut.
Schauen wir uns gerade noch in der Ecke ein bisschen um. Noch die Truhe, alles klar. Gut, dann machen wir uns auf den Weg. Also das Abteil ist schon irgendwie hier unterwegs, aber... Teresa, it's been a while. We haven't seen each other since the throne. But that doesn't seem like so long ago to me. Not when I keep hearing so much about you. Eleanor Hume, the traitor. What of the Corsair Scourge? Nothing to worry about. I've had my dose of Salatoma. Was it as bad as you remembered it? Brings you back to when you were an initiate, doesn't it? Why did you betray us, Eleanor? Jetzt kommen die Themen. Jetzt wird's interessant. They placed great responsibility upon you. Oscar should have been the one to take on that role. He had already been selected for it. But you wanted it so very badly, and that sweet, naive man that he is, he let you take it. I had no idea. Oscar had already been chosen? Yes, and after he passed on it, he was stationed on that dangerous island where he sustained that awful wound. And now, you accompany the monster that nearly killed him. I feel I have a right to some answers. My desire to save humanity has not changed. I have simply found a path different from the Abbeys. I don't find that answer acceptable. I didn't think that you would. I know very well that you offer no compromises when it comes to Oscar. You're right. I don't. Be sure to inform your new friends of that fact. In order for me to protect Oscar, I'm going to need you all to trust me. That's all I have to say to you. I understand. Ganz schön bitter. Nicht gerade diese schöne Ex-Kollegen-Zusammenkunft, die man so mal ein bisschen erhofft hat, ne? I heard that they use this island to hold exiled prisoners. Just looking at this place depresses me. I hate it here. We can't go carelessly wandering about. This place is dangerous. I know, I know. Still, from the looks of those ruins, there used to be one impressive civilization here. I can practically taste the hidden treasure. The punishment for tomb raiding is quite strict, you know. Think I'd be a pirate if I was afraid of the Abbey? I won't stop you from looking for loot. But if you get into trouble, don't expect us to save you. Got it? Aye, aye, sir. Könnte durchaus sein, dass hier so das eine oder andere Schätzchen schlummert. Oh, dieser Ort kommt mir bekannt vor. Der kommt mir bekannt vor aus der Demo, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ja, könnte durchaus sein. Oh, und wieder überall solche Barrieren und sowas. Und bestimmt die Viecher sind, ja, die sind natürlich Gegner. Natürlich. Ouch. Die waren schon damals schon sehr stabil, auch bei der Demo. Ich glaube, die waren auch irgendwas mit Level 40 die Charaktere, die man spielen durfte. Das ist zum Glück noch ein bisschen höher als Level 45, glaube ich. Auf jeden Fall haben die eine Menge HP. Tödliche Schokolade! So ist das. So. Gucken wir mal, welche Waffen wir so zur Verfügung noch haben. Eine Naginata. Okay. Cool. So, weiter geht's. Jo. Level 45 vorbei, ja. Also nicht schlecht eigentlich so. Uiuiui. Okay, ich gehe mal ein bisschen auf Abstand. Auf jeden Fall, die Viecher sehen ganz schön komisch aus. Ich
habe jetzt erst erkannt, dass das so Art Schwerter sind oder sowas, was der da hat. Und das hat auch noch das Symbol des Abteis. Hat jetzt das gemerkt. Und sagt los, das sind irgendwelche Malerteam? Also mutierte oder wie auch immer. Auf jeden Fall ganz schön viele von denen hier unterwegs. Und hier wieder solche Barrieren. Okay, das ist nicht ganz unbekannt für uns. Da gibt es irgendwo einen Schalter, den wir aktivieren müssen. Dann gibt es zwar woanders eine Barriere, aber dafür kommen wir hier durch. Schauen wir mal. Mir ist übrigens aufgefallen gerade, dass wir die Waffen nicht verbessert haben, aber für den Moment kommen wir ja ganz gut zurecht so. Und da ist unser Schalter. So. Einmal das Ganze wechseln. Jetzt mal gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall ist da die Barriere zumindest weg. Mhm. Die kommen mir auch bekannt vor und die waren auf jeden Fall mal Malakim. Oh Gott, wir fliegen hier. Ja, komm, komm, komm. So, sehr schön. Ja, ja, Magilo, bist unglaublich. So. Jetzt kommen wir jetzt zumindest mal weiter. Bin echt noch gespannt, was wir so... Ob es dann auch tatsächlich so aufgehen wird. Dass wir Teresa einfach nur als... wie soll man sagen, als kleine Schachfigur benutzen für uns. Oh, die haben keine Schwäche, okay. Außer halt eine Stärke zu Wasser. Und ja, dass wir Teresa benutzen können als eine Art Lockvogel oder eine Art Geißel. Und so vielleicht auch das ganze kampflos schaffen. Oder dass wir den Furien, also für den Furien kämpfen müssen. Wir haben ja auch ehrlich gesagt lieber. Ich meine, die beiden sind mir auch ein bisschen ans Herz gewachsen, so über die Zeit. Ich finde auch irgendwie das sehr, sehr tragisch, wenn Velvet bei der Ausführung ihrer Rache dazu beiträgt, dass Teresa Rache nehmen muss für Oscar oder sowas. Das fehlt nur noch. Ah, gegen die Viecher haben wir keine Probleme. Ich glaube, wir haben auch eigentlich zwischendurch mal ein paar neue Arts bekommen bei Rokoro. Ich weiß nicht, was wir bekommen haben. Okay. Flitzebolzen ruft einen Siegel herbei und verführt eine sekundenschnelle 7 Stoßangriffe. Aha. Wow. Wasser, Wind. Können wir vielleicht irgendwo noch dazu nehmen. Wasser und Wind. Vielleicht das eher? Probieren wir mal. Die Expedition ist zurück, dann schicken wir die gleich weiter. So, das lassen wir ziemlich schnell durchlaufen. Weil wir finden da immer wieder mal kosmetische Dinge und mal hier und da ein Rezept, aber so an sich nichts, was wir unbedingt für die Story brauchen. Und da das ja ein Story-getriebenes LP ist, wollen wir nicht so viel Zeit mit Nebensächlichkeiten benutzen. So. Da müssen wir jetzt eigentlich durch, glaube ich, weil die Barriere uns das sonst nicht erlaubt. Aber wie kommen wir da vorbei? Ah, einfach den Weg frei machen, alles klar. Ah. Wow, der Angriff ist cool. Ich glaube, da können wir die Arts mal ein bisschen umstellen. Wir haben Jadewelle. Blitzebolzen. Blitzebolzen machen wir mal ganz da am Anfang. Und die Jadewelle... So. Das ist auf jeden Fall ein geiler Angriff. Lässt sich schnell ausführen. Und einfach allgemein diesen Vorteil von
viele Hits auf einmal. Dadurch kriegen wir vielleicht auch schnell wieder unsere Fertigkeitspunkte zusammen. Victory is ours. So, das komische Viech auch noch kaputt machen. Ah, der hat auch so ein komisches Schwertsymbol im Maul. Wir haben natürlich auch eine Feuerschwäche, wie es sich für Feuerviecher aus Holz gehört. Wusch. Multikill. Nee, doch kein Multikill. Auch gut. So, da haben wir einfach das Ding, aber ich glaube... Jetzt warten wir noch mal ganz kurz. Ah, was war das? Ach, Allheilmittel. Ja gut, nehmen wir einfach mal mit. Ich gucke erstmal ganz kurz, was vielleicht geblockt werden könnte, wenn wir das eine aktivieren, aber anscheinend gibt es da nichts. Also einfach direkt mal alles umstellen. Hat sich nicht wirklich was geändert bei uns. Anscheinend dienen die wirklich nur dafür, dass wir den Restweg frei machen können. Nö, da hinten hat es auch nichts blockiert. Na dann. So. Hier ist wieder so ein Siegel. Auch das andere Siegel ist auch da. Auch wenn man von der anderen Seite kommt und die unbedingt braucht. Okay. Gut, nehme ich so mit. Ah, der Combo ist nicht schlecht. Der ab und zu auch mal den zweiten. Alter, die killt einfach alles auf einmal. Alter, die geht einfach ab. So, unser kleiner Luffy, der hat inzwischen auch schon wieder was gemeistert. Also es geht vorwärts langsam. Ja, anscheinend sind die Dinger wirklich nur dafür da, dass wir die aktivieren, damit wir auch wieder zum Boot kommen. Alles okay. Nehmen wir so mit. Das Schöne an dem neuen Angriff ist halt einfach, dass es sehr viele Hits auf sehr wenig, sag ich mal, dass ich das sofort aktivieren kann, auch wenn ich jetzt nur einen von diesen Kombo-Punkten habe. Und selbst dann macht es ja sehr gut Schaden, wenn die am Boden liegen. Sehr geil. So, weiter geht's. Okay. Sag bloß, die muss ich jetzt aktivieren. Okay. Die muss ich anscheinend da hinten aktivieren. Bringt das was? Ja gut, wir aktivieren es mal. Mal gucken, was passiert. Oh, hier geht der Weg zu. Und etwas weiter vorne geht der Weg dann auch wieder zu. Ja. Mal gucken. Okay, hier ist der Weg dann plötzlich frei. Naja, gut, okay. Dass es für den nächsten Bereich auch noch gilt, hätte ich nicht gedacht. Ich bezweifle dann, dass es hier überhaupt eine Art Dorf gibt oder sowas. Es sieht einfach nur aus, als gäbe es hier mal irgendwie Zivilisation. Und sonst gibt es hier anscheinend nichts. Also ist der Ort eigentlich mehr oder weniger nur dafür da, dass wir den Ferien jagen und mehr nicht. Vermute ich stark. Ja gut. That power number 2 displayed at the throne. Hard to believe he had that hidden in him. Lord Melchior said that number 1 was full of untapped potential as well. If I have the talent to use it. Teresa, my lady, you seem angry. Me? At what? At me, for running away and joining Velvet. Oh, that? I was careless. An enemy stole a tool of mine. I'm merely frustrated at my own incompetence. A tool. I don't care what happens to me now. Not as long as I can save Oscar.
I'm the one who hurt your precious brother. And you're asking for my help now? Yes, Schon ein bisschen you komisch, ne? hurt him. You scarred his face and his honor and his heart. Still holding a grudge then? Well, at least you won't be able to kill me in my sleep. Tja, ohne With no Kräfte. Malachim, I'm an ordinary woman. How could I threaten the Lord of Calamity? I'm painfully aware of my own weakness. Good. Try to keep out of the way then. Lady Teresa, Velvet isn't so different from you. She had a little brother, I know all about the Lord of Calamity, but none of that matters to me. As powerless as I am now, this is the only path for me. It's the only way I can save Oscar. Lady Teresa. Außerdem scheint sie Kontakt gehabt zu haben am Ende mit Emilia. Also vielleicht hat auch sie irgendeine spezielle Kraft bekommen, von der sie uns nichts erzählt. Und vielleicht beißt uns das am Ende in den Hintern. Na, hoffen wir es mal lieber nicht. Ja, lieber mal schön alles nachladen hier. Alles gut. Auf jeden Fall haben wir keine großartigen Probleme gegen die ganzen Viecher. Die haben auch wir hatten ja eine Wasserschwäche und mein neuer Angriff, der ist ja Wind und Wasser. Mal ein bisschen merken. Schon wieder die Viecher. Alles gut. Das meine ich, der neue Angriff hatte Wasser. Eigentlich wollte ich jetzt mein Mystic-Art einsetzen. Aber ist egal. So, weiter geht's. So, ich glaube, da hat nichts mehr, was man jetzt Neues geben könnte. Nö. Ah, da, halt, stopp, Schutzsprünge. Aha. Hat doch noch was gehabt. Okay, merken wir uns. In der Zwischenzeit geben wir ihm irgendwas, was so seine Fähigkeiten so ein bisschen stärkt. Ah ja, aber da geht schon ein bisschen weit runter von der Skala. Machen wir das. Okay. Okay, da muss ich noch einen Schalter aktivieren. Der ist auf der anderen Seite. Hätte ich, glaube ich, schon aktivieren können, aber ist egal. Gott, die haben keine Chance. Easy. Oh, Federtritt gemeistert. Also allmählich meistern wir alle Sachen, die wir so haben. Läuferglück. Muss ich auch noch meistern. Sehr gut. Oh, einmal den Schalter aktiviert. Tragt er des Lebens? Ja, aber wir haben schon 15, okay. So, weiter geht's. Uiuiui. Was für Schwäche hat der? Wasser? Ja, stimmt doch. Uiuiui. Ich weiß auch gar nicht, wie ich den richtig ausweichen soll. Wuff. Sehr schön. Hätte schon gedacht, dass er nicht trifft, ha? Erledigt. So.
Wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Gestartet habe ich dort unten im Süden. Das heißt, ich muss entweder dorthin oder dorthin. Die Frage ist jetzt natürlich, wohin genau. Aber ich würde mal dorthin gehen. Ich vermute, also mein Instinkt sagt mir, da ist ein Code Red, den man noch platt machen kann. Zack. An den Viechern vorbei. So, ich vermute zumindest den Code Red dort. Okay. Oder ist das nur der zweite Zugang für die Region hier? Ah, da kann ich nicht rüberspringen. Okay, das ist eine Abkürzung. Jetzt verstehe ich das Ganze. Okay. Clever haben es die Entwickler gemacht. Clever. Wahrscheinlich gibt es da noch eine kleine Cutscene oder irgendwas. Und die wollten nicht, dass man die Cutscene überspringt. Die bösen Spieler. Na gut. Problem, dann gehen wir halt den regulären Weg. Im Norden. So. Jetzt schlagen wir einfach den anderen Weg ein. Auch kein Problem. So. Schauen wir mal. Gucken wir mal ein bisschen auf die Uhr und wir sind schon ein bisschen drüber. Aber ich hätte eigentlich gerne einen Save Point. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube, im nächsten Bereich gab es auch keinen Save Point, aber ich gucke trotzdem nochmal. Nein, das sieht nicht danach aus. Gut, Leute, dann heißt das, wir machen an der Stelle mal einen Cut. Sehen uns im nächsten Part wieder bei Tales of Berseria. Werden dann an der Stelle weitermachen und uns auf dem Weg zum Ferien machen, dem letzten Ferien, den wir finden müssen. Und werden uns Oscar stellen. Mal sehen, was da alles auf uns zukommt. Aber das ist doch ein anderer Bereich als der andere. Ne? Ist anscheinend doch eine Abkürzung gewesen, was wir vorhin hatten. Na dann. Dann machen wir auf jeden Fall im nächsten Part weiter und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.